Oft wird die Meinung vertreten, der ganze Planet sei eine Art One World, weil ja die anderen Kulturteile das nachmachen, was Europa bereits im 19. und 20. Jahrhundert durchlebt hat, ebenso wie Angloamerika, nur dass die anderen Kulturteile dies jetzt beschleunigt nachholen können. Und soll das auch gelten für die Demografie, also dem Wandel von Sterblichkeit und Geburtlichkeit, bei dem im demografischen Übergang schlussendlich die Bevölkerung in Europa und Angloamerika deutlich angestiegen ist? Oder aber folgen die anderen Kulturteilen eigenen Mustern, eigenen Gesetzen? Und wenn dem so ist, droht uns dann noch eine viel stärkere Bevölkerungszunahme, als wir in Europa gesehen haben, in Amerika gesehen haben. Eine regelrechte Bevölkerungsexplosion. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur Videoreihe Soziodemografische Evolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und heute soll es um etwas ganz Grundlegendes gehen, nämlich um den demografischen Übergang, über die Wandlung von Lebenserwartung und Geburtenzahl, Kinderzahl pro Frau. Das heißt, ich habe hier mein neues Modell entwickelt, schon in der letzten Folge. Und dort hatten wir in der waagerechten Jahr die Lebenserwartung eingetragen, die wir hier von 0 bis 90 eingetragen haben, von links nach rechts. Und in der senkrechten haben wir dann die Kinderzahl pro Frau drin, oder die Kinderzahl pro Familie, wenn man so will, von 0 bis 8 Kindern drin. Und jedes Land ist also jetzt hier in diesem zweidimensionalen Diagramm irgendwo zu verorten. Sehr traditionelle Gesellschaften, aber eine niedrige Lebenserwartung und eine hohe Kinderzahl, die sind also hier entsprechend links oben einzuordnen. Und moderne Industriegesellschaften haben umgekehrt eine niedrige Kinderzahl und eine hohe Lebenserwartung, also irgendwo rechts unten einzuordnen. Ja, und dieses Modell, wie gesagt, ist klar. Jedes Land kann eine Blase bekommen, einen Punkt bekommen. Die Blasengröße soll hier normalerweise auch symbolisieren die Einwohnerzahl. Das werden wir nachher noch genauer sehen. Ganz wichtig, es gibt hier keine Zeitleiste. Das heißt, die Lebenserwartung ist natürlich ein gewisses Maß dafür. Die meisten Staaten werden sich schon im Laufe der Jahrzehnte dann von links nach rechts bewegen, weil sie natürlich ihre Lebenserwartung steigern können, Gott sei Dank. Nur, es wird natürlich auch Jahre geben von Bürgerkrieg, Seuchen und Kriegen und anderen Ereignissen, von Hungersnöten, die die Lebenserwartung dann wiederum nach links zu niedrigen Lebenserwartung pushen können. Wir schauen uns das Modell einfach mal jetzt genau an. Wir haben hier zwei verschiedene Kulturteile, einmal den Westen, einmal viele andere nicht westliche Kulturteile und schauen an, wie sich jetzt hier zeitlich verlaufen werden. Sie sehen also, der Westen hat also eine niedrigere Kinderzahl, aber auch eine höhere Lebenserwartung, bewegt sich jetzt als erstes Richtung rechts, Richtung höhere Lebenserwartung, bekommt ein höheres Bevölkerungswachstum und flacht dann langsam ab, während jetzt mal hier auch die anderen Kulturteile, die nicht westlichen Kulturteile anfangen, sich zu expandieren, Richtung höhere Lebenserwartung, bekommen 3% Bevölkerungswachstum teilweise hinein und fallen dann sehr viel später ab. Die rote Blase wird am Ende über der blauen Blase sein, größer sein als diese, mehr Einwohner repräsentieren, obwohl sie in der Ausgangslage ja kleiner war als die blaue Blase. Wir reden von der Theorie und die Praxis. Ich habe hier eine Kullergrafik mit 11 verschiedenen Kulturteilen drin. Die Blasengröße zeigt also die Einwohnerzahl in Millionen. Der Wert ist ja auch eingezeichnet. Und die Kulturteile sind jetzt geografisch wie folgt definiert. Die Karte zeigt das also hier. Ein Kulturteil wie Indien umfasst also nicht nur den Staat Indien, also die Indische Union, sondern zum Beispiel auch Pakistan, Bangladesch und andere Staaten mehr. Japan, auch Südkorea und Taiwan und so weiter. Lateinamerika ist mehr als Südamerika und andere Beispiele können Sie hier auch nochmal sehen. Und den Film dazu, den starte ich dann jetzt. Also was wir generell erkennen können, Europa nimmt dann langsam im 19. Jahrhundert die Fahrt auf, wandert also rüber nach rechts, hat also dort entsprechend jetzt mehr Bevölkerungswachstum durch eine höhere Lebenserwartung und im Laufe des 19. Jahrhunderts wechselt die Bevölkerung an, die Kuller werden größer und ganz allmählich sinkt auch die Geburtenrate in Europa ab, in Angloamerika ab. Und erst am Ende des 19. Jahrhunderts nehmen dann in Asien, in Afrika die Kulturteile ebenfalls Fahrt auf, werden jetzt auch sehr viel deutlicher größer und bekommen dann nach und nach eben halt mehr Einwohner. Sie überschreiten die 2%-Linie, teilweise die 3%-Linie, also 3% Bevölkerungswachstum pro Jahr. Und erst im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, nimmt diese Kurve dann langsam, wird sie langsam rückläufig und dann im 21. kommt es zum Stillstand. Und weil das Ganze so schön war, machen wir das Ganze noch einmal, ein paar Zwischenstationen. Also wir fangen einfach jetzt mal an. Und wenn wir jetzt das 19. Jahrhundert durchlaufen lassen,
Also hier ganz klar, die Entwicklung eben halt hier Europa driftet langsam nach rechts ab. Höheres Bevölkerungswachstum, höhere Lebenserwartung. Kommt der amerikanische Bürgerkrieg hinein, war da gerade da. Hungersnöte in Indien, China. 20. Jahrhundert, also Europa nimmt am Bevölkerungswachstum langsam ab. Die Geburtenraten fallen auch ab. Phase 3 tritt ein. Und hier dann 1920 herum ein neuer Stillstand, mal kurzes Bildaufnahme. Das heißt, hier ist der Westen, also Angloamerika, Europa, Ozeanien schon sehr stark vom Rest der Welt gelöst. Und dann eben halt im Laufe des 20. Jahrhunderts wachsen die anderen asiatischen Länder dann wieder nach rechts hinaus. Höheres Bevölkerungswachstum, 3%, 4% pro Jahr. Aber noch um 1970 sind die Kulturteile sehr schroff unterschiedlich. Europa, Angloamerika, Russland, aber auch Japan, jetzt eben halt hier in der entwickelten Welt, der Rest der Welt einheitlich noch gewissermaßen mit einem sehr hohen Bevölkerungswachstum und einer sehr, sehr hohen Kinderzahl pro Frau. Und erst in den 70er, 80er Jahren gehen die Geburtenraten massiv zurück. Um das Jahr 2000, also im Jahr, ist der Rückgang deutlich erkennbar. Nur wie gesagt, eben halt hier südlich der Sahara bleibt eben mal die Entwicklung noch rückständig. Aber auch dort haben wir in den letzten 2 Jahrzehnten ganz bedeutende Fortschritte beim Rückgang der Geburtenrate erlebt. Und wir teilen das Ganze nochmal auf, von einzelnen Kulturteilen, jetzt aufgesplittet in verschiedene Staaten. Also hier Aufbruch in Europa, ganz unten mit der Geburtenrate in Europa ist Frankreich das Land. Amerika wird immer größer durch Zuwanderung, die Blasengröße nimmt rapide zu. Zusammenbruch in China sehen wir es gleich hier. Dann auch langsame Hungersnöte in Indien. Amerikanischer Bürgerkrieg kommt hinzu. 1850, wie gesagt, Frankreich ganz unten, die niedrigste Geburtenrate der Welt damals schon. Frankreich also mit einem sehr minimalen Bevölkerungswachstum nur im 19. Jahrhundert. Um 19 hat sich die Welt schon sehr deutlich gespreizt. Der Westen also hier sehr stark mit dem Wachsen mit der Lebenserwartung. Der Rest der Welt noch praktisch im Agrarzeitalter wie 200 oder 300 Jahre zuvor. Frankreich unter 0% Bevölkerungswachstum. Um 1950 dann eben halt ganz klar der Westen eben halt inklusive Japan, Russland schon mit einem nur noch niedrigen Bevölkerungswachstum. Der Rest der Welt mit einem sehr stark zunehmenden Bevölkerungswachstum. Eine regelrechte Bevölkerungsexplosion findet statt. Um 1970 dann ein noch viel schrofferer Trend, ein riesiger Bevölkerungsanstieg in China, in Indien und auch im Orient, der durch sein Erdölreichtum eigentlich recht reich geworden war in der damaligen Zeit. Und demgegenüber eben halt der Westen nach wie vor ganz klar abgetrennt. Erst in den 70er, 80er Jahren normalisieren sich die Dinge, bis auf Afghanistan eben halt im Orient. Und 2020, wie gesagt, ein bedeutender Rückgang auch südlich der Sahara. Auch in Afghanistan, auf den Philippinen gehen jetzt die Geburtenraten deutlich zurück. Wir wollen uns noch einzelne Staaten, einzelne Epochen noch genauer ansehen. Fürs 19. Jahrhundert wähle ich mir den Durchschnitt aus, die Mitte des Jahrhunderts, Jahr 1850, wie es hier dargestellt ist. Um mal ganz interessant Russland zu sehen. Russland ist also das Land westlich des Urals, das das höchste Bevölkerungswachstum aufweisen wird, also fast 2% aufweisen wird. Und insgesamt ist eine Bevölkerungszahl, die jetzt in diesem Jahrhundert zum klar bevölkerungsreichsten Staat westlich des Urals aufsteigen wird und Länder wie Deutschland oder Frankreich dann massiv hinter sich lassen wird. Das Gegenbeispiel dafür ist Japan. Japan ist das Land, das als erste industrielle Revolution in Asien, in Ostasien geschafft hatte und dort eben halt schon in der frühen Lage war, seine Lebenserwartung zu senken, auch seine Geburtenrate zu senken, sodass das Bevölkerungswachstum in diesem Land nur relativ gering ausfiel. Das dritte Land sind jetzt die USA. Die USA, also hier kurz vor dem Bürgerkrieg, haben hier schon eine erhebliche, ganz massive Zunahme ihrer Bevölkerungszahl erfahren. Einerseits durch die massive Zuwanderung aus Europa, andererseits aber durch die hohe Geburtenzahl nach wie vor. Das Gegenteil von den USA ist Frankreich. Frankreich ist das Land im 19. Jahrhundert mit der niedrigsten Geburtenrate und Frankreich wird im 19. Jahrhundert nur wenig an Bevölkerungszahl zunehmen. Es wird also auch von Ländern wie Deutschland überrundet werden und von England eingeholt werden. Gehen wir doch in die frühen 20er Jahre hinein. Hier sehen wir eine Zweiteilung der Welt. Einerseits eben halt die vielen Staaten, die sich kaum weiterentwickelt haben bisher. Andererseits die massive Spreizung hin zu den europäischen Staaten, zu den westlichen Staaten. An deren Spitze stehen die USA, sowohl vom demografischen Gewicht her, als auch von der Lebenserwartung, die von einigen kleinigen europäischen Staaten übertroffen wird und die trotzdem nach wie vor ein hohes Bevölkerungswachstum aufweisen, weil die Geburtenrate in den USA nach wie vor recht hoch ist.
Ja, in den 60er Jahren hinein haben wir hier 1960 drin stehen, China mit der größten Hungerskatastrophe aller Zeiten. 30 Millionen Chinesen verhungern oder werden nicht geboren, die Lebenserwartung sinkt, die Geburtenrate sinkt massiv ein. Und umgekehrt der Westen nach wie vor sehr stark eben halt jetzt hier abgeschottet vom Rest der Welt. Aber schon damals in den 60er Jahren haben einzelne kleinere Staaten aus anderen Kulturteilen weiter aufgeschlossen, beispielsweise Argentinien, das also hier langsam den Unterschied zum Westen verringern vermag. In den 70er Jahren haben wir nach wie vor ein sehr massives Bevölkerungswachstum in fast allen Staaten auf der Welt, jenseits des Westens, in verschiedenen Kulturteilen drin. Also auch Länder wie die Philippinen oder auch Mexiko wachsen eben halt in der Bevölkerungszahl mit über 3% pro Jahr. Eine gigantische Bevölkerungsexplosion hat hier eingesetzt. Der Westen hingegen in sich abgeschottet, doch eher eben halt noch die große Ausnahme. Und zur Jahrtausendwende schließt sich die Lücke langsam. Dennoch haben einige Staaten dafür ganz hohe Geburtenraten. Das gilt für praktisch fast alle schwarzafrikanischen Staaten, zum Beispiel für Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land auf diesem Kulturteil, aber auch für ein Land wie Afghanistan im Orient mit einer nach wie vor sehr, sehr hohen Geburtenrate. Japan hat die höchste Lebenserwartung der Welt und führt gewissermaßen den gesamten Planeten an. Um das Jahr 2020 hat sich die Lücke doch sehr deutlich geschlossen, haben wir gewissermaßen eine Art Hauptreihe von rechts unten, von Ländern mit niedriger Geburtenrate und hoher Lebenserwartung zu Ländern mit einer noch hohen Geburtenzahl, aber schon einer doch deutlich gestiegenen Lebenserwartung. Und die Übergänge sind also hier von Land zu Land sehr stark fließend. Hier nochmal der ganze Film mit den internationalen Abkürzungen für die einzelnen Staaten drin. Suchen Sie sich also Ihren Staat raus, lassen den Film ruhig mal zurücklaufen, halten das Video mal an und gucken Sie an, ob Sie was erkennen können. Ich werde auf diese einzelnen Staaten noch in späteren Folgen genauer eingehen. Sie müssen jetzt nicht ganz im Detail angucken. Da will ich noch 4, 5, 6 Sonderfolgen zu machen, zu den einzelnen Kulturteilen und einzelnen Staaten auch sich genauer anzuschauen. Aber wie gesagt, wenn Sie mal hier den einzelnen Informationen schon mal haben wollen, dann können Sie sich jetzt einmal anschauen, was da geschehen war. Hier kann man es ganz gut ablesen, denke ich mal, in den 80er Jahren. Okay, dann ist es etwas schwieriger im Ableseprozess. Wie gesagt, später einzelne Folgen extra. Sie fragen sich, warum reite ich die ganze Zeit auf den Begriff prozentuales Wachstum sehr herum? Wenn ich auf mein Sparbuch 0,1% Zinsen bekomme, ist es letztendlich ja auch egal. Nun, lassen Sie uns das einmal ganz kurz durchrechnen. Eine Überschlagsrechnung zunächst einmal. 1% Bevölkerungswachstum auf 200 Jahre bedeutet 200 mal 1%, 200% zusätzlich, 100% habe ich schon, macht 300% eine Verdreifachung der Bevölkerung. Okay, war noch 200 Jahre. Bei 3%, 200 Jahre lang mal 3% macht 600%, 100% habe ich schon, 700%, Versiebenfachung der Bevölkerung. Okay, waren 200 Jahre. Aber unser Steinzeitgehirn ist nicht darauf ausgelegt, wirklich diesen Zinseszinseffekt, das exponentielle Wachstum auch nur annähernd zu verstehen und abschätzen zu können. Die wahren Zahlen sind sehr viel dramatischer. Bereits bei 1% Wachstum habe ich nach 200 Jahren eine Versiebenfachung der Bevölkerung. Bei 3% habe ich eine 370-fachung der Bevölkerung. 370-fache Bevölkerungszahl heißt, wo 1 Million Menschen waren, sind jetzt 370 Millionen Menschen. Und bei 4% haben sie sogar den Faktor 2500 drin. Natürlich hat kein Land der Welt 200 Jahre lang 3 oder 4% Bevölkerungswachstum. Aber es soll diesen Push symbolisieren, den die Staaten haben, die 50, 60 Jahre lang 3 bis 4% Bevölkerungswachstum gehabt haben. Wie zum Beispiel viele Länder Afrika, südlich der Sahara, wie einzelne unterentwickelte Regionen im Orient oder wie einzelne Inselstaaten in Südostasien. Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn wir im 20. Jahrhundert eine riesige Bevölkerungsexplosion in den Kulturteilen außerhalb Europas gesehen haben, sodass auch das Gewicht Europas, das demografische Gewicht in Europa, im 20. Jahrhundert stark rückläufig gewesen ist. Sie sehen in dem folgenden Film also nochmal die Zunahme der einzelnen Kulturteile in der Bevölkerungszahl. Die Zahl ist also die Zahl der Menschen in Millionen angegeben und links sind die Relationen nochmal zueinander in diesem Kuchendiagramm.
Und Sie sehen also die ständige Verschiebung hier. Europa hat sich also vor allen Dingen im 19. Jahrhundert dann verdoppelt und im 20. Jahrhundert etwas schwächer gewachsen, aber andere Kulturteile, also der Orient, Indien, China, haben vor allem im 20. Jahrhundert ein enormes Wachstum hingelegt und sehr stark auch Afrika südlich der Sahara, eigentlich erst so ab 1910er, 1920er Jahren. Hier kommt ein riesiges Wachstum zustande. Die hat eben halt um 18 auf 60 Millionen, um 19 nur 100 Millionen. Jetzt werden sie bis 2020 auf 1,1 Milliarden Menschen anwachsen. Ein riesiges Wachstum findet dort statt. Und das ist eben halt eine Entwicklung, die natürlich in die Zukunft noch weitergehen wird, die uns auch im 21. Jahrhundert noch weiter beschäftigen wird. Dann eben halt dort wird Schwarzafrika der bevölkerungsreichste Kulturteil von allen sein, mit 4 bis 5 Milliarden Menschen. Aber natürlich hängt es sehr stark davon ab, wie sich die Geburtenrate künftig in Afrika entwickeln wird. Wir haben ja gesehen, sie ist ja bereits im Fallen und vielleicht fällt sie noch schneller als bisher schon angenommen und als bisher gedacht worden ist. Insgesamt haben wir ein enormes Wachstum der Weltbevölkerung, eine Bevölkerungsexplosion von 1800 bis 2020. Das sehen Sie hier nochmal in einzelnen Kulturteilen und die Verschiebung über die Zeit. Habe ich noch ein zweites Diagramm drin. Jedenfalls ist klar, die einzelnen Kulturteile, die einzelnen Staaten haben oft sehr abweichende Entwicklungen voneinander. Gerade im 19. Jahrhundert waren die Hungersnöte, die Bürgerkriege noch sehr stark regional unterschiedlich verteilt, war es vom Land zu Land sehr stark unterschiedlich. Und erst im 21. haben wir wirklich globale Tendenzen, globale Annäherung, globale Konvergenz. Lange Zeit blieben also die einzelnen Staaten so bunt und so unterschiedlich wie die einzelnen Planeten bei erstmal Raumschiff Enterprise gewesen waren, die man gewissermaßen dort eben halt besucht hatte und wo man gesehen hat, die gesellschaftliche Entwicklung kann sehr unterschiedlich auch verlaufen. Aus diesem Grunde leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.